Dieses Gebäck könnte man meinen, sind Mutzenmandeln. Tatsächlich ist es aber eine Spezialität aus Kasachstan und hiermit wollten wir uns bei unseren ganz süßen Nachbarn bedanken, die uns letztens ganz toll geholfen haben. Vielen Dank noch einmal hierfür. Es handelt sich um die kasachischen Bauersakis. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, ich habe hier überraschenderweise die doppelte Menge. Die einfache Menge, wie das funktioniert, zeige ich euch unten unter diesem Video. Dazu gebe ich ein bisschen Zucker, dann noch ein bisschen Salz. Und das Tolle ist, ihr könnt dieses Gericht vegan gestalten, denn dazu kommt jetzt noch ein bisschen Öl. Selbstverständlich, wie immer, meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Der obere Satz war von den Äpfeln, die ich damit hineinpüriert habe. Und noch ein bisschen Milch. Hier könnt ihr veganer Pflanzenmilch nehmen. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ihr könnt alternativ natürlich auch Kuhmilch verwenden. Und das war's schon. Das Ganze geht jetzt in den Mixer. Nehmt ihr Dinkelmehl, dann bitte nur 5 bis 8 Minuten kneten. Bei Weizenmehl gerne 10 bis 15 Minuten. Und sie sehen den Mutzenmandeln sehr ähnlich, werden aber ohne Eier und den ganzen Klimbim noch gemacht. Wenn ihr die auch mal sehen wollt, lasst es mich wissen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich decke meine Mutzenmandeln jetzt erst einmal ab und lasse den Teig aufgehen. Meistens dauert das bei mir so circa 8 bis 12 Stunden, weil ich ein ganz gutes Hefewasser habe. Wenn es mal länger geht, bitte nicht verzweifeln, aber der Teig sollte schon ein bisschen aufgehen. So, halber Tag später, ihr könnt es sehen, der sieht toll aus. Und ich bin ganz begeistert. Wir haben so süße Nachbarn und die haben uns ganz toll mit dem Auto geholfen. Der Mann ein wirklicher Spezialist und dann dachte ich, dann werde ich was landestypisch für die backen. Das sind wirklich ganz liebevolle Menschen. So, und den Teig, den habe ich jetzt geviertelt. Also 2 Viertelstücke liegen jetzt hier und ich rolle den ein schon ein bisschen mit Mehl aus. Der klebt ein bisschen, dann müsst ihr gucken, ob ihr mehr oder weniger nehmt. Und dann versuche ich, den so eckig wie möglich hinzubekommen. Es gibt Bauersakis auch rund. Die werden dann wie kleine Donuts ausgestochen mit so einer Form. Klar könnt ihr auch ein Glas nehmen. Ich wollte sie ganz typisch eckig machen. Die sind dann so ähnlich wie meine Donuts von Gordon Ramsay. Das verlinke ich euch auch noch mal oben rechts. Und total einfach. Lasst euch da wirklich überraschen und es ist wirklich zufällig vegan. Ihr könnt selbstverständlich, wenn ihr kein Öl habt, auch Butter verwenden. Das klappt natürlich auch, aber ich habe mich jetzt an das Originalrezept gehalten. Und original gibt es die tatsächlich zum Tee und Kaffee am Nachmittag. Oftmals werden sie auch mit Puderzucker bestreut, aber man kann sie auch so genießen. Also meine Familie hat die tatsächlich so weggesnackt. Deswegen habe ich ja die doppelte Menge gemacht. Einmal für unsere Nachbarn, einmal für uns. Ein bisschen Eigennutz muss ja auch mit dabei sein. So. Dann nehmt ihr einfach einen Teigroller oder eine Teigkarte. Ich finde das mit dem Roller jetzt ganz angenehm und macht da so ja, quadratisch wie möglich jetzt hier die Form. Später ist mir das ein bisschen besser gelungen. Das war jetzt das erste Mal. Und dann habt ihr manchmal so Eckstücke und die habe ich dann für uns genommen und die schickeren, die wirklich schön eckig waren, habe ich dann unseren Nachbarn gegeben. So, und damit ich jetzt noch Zeit habe, weitere auszuräumen, packe ich das jetzt mir eben hier auf so ein Tablett. Ganz schlicht und einfach, also das ist ein super lockeres Rezept. Der Teig muss auch nicht nochmal extra aufgehen. Das tut er aber zwangsweise, dass er nochmal ein bisschen Zeit bekommt, weil ich das jetzt ja hier auf die Platte packe. Dann wird das Öl heiß und zwischenzeitlich hatte er dann die Zeit und die braucht er zwar gar nicht, aber es hilft unheimlich. Die sind wahnsinnig fluffig, weich und richtig toll aufgegangen. Hier mache ich die Stäbchenprobe, die Bläschen kommen, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So, und in das heiße Fett gehen dann hier die Bauersakis rein. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, Ich habe jetzt einfach unseren Nachbarn die so gegeben, ohne da groß den Namen zu nennen. Ich wollte mich auch nicht lächerlich machen, falls sie nicht perfekt geworden sind. Ich persönlich bin ganz begeistert von dem Ergebnis. Guckt mal hier. Manchmal haben die solche Luftblasen, dann müsst ihr eben die ein bisschen auf der anderen Seite so festhalten. Und wenn sie goldbraun sind, packt ihr sie einfach auf den Küchenkrepp und lasst sie eben ein bisschen austropfen. Richtig klasse. Guckt mal, Wahnsinn, wie die aufgehen.
Habt ihr von diesem Rezept schon gehört? Dann lasst es mich doch wissen und auch wenn ihr noch nicht davon gehört habt. Ich bin total gespannt. Also ihr wisst ja, ich versuche wirklich ganz viel Abwechslung immer reinzubringen, auch auf diesen Kanal, dass ihr immer mal wieder was anderes seht. Und ich bin schon wirklich gespannt, wie euch die gelingen. Wir fanden die sehr lecker und es war auch nicht das letzte Mal, dass wir die gemacht haben. Und ich möchte mich ganz kurz bei Maren Kälbere bedanken. Du bist Goldmitglied geworden. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich riesig darüber und ich hoffe, du kannst alle Vorteile richtig genießen in diesen Zeiten. Und wenn du irgendwelche extra Videos, Wünsche hast, dann gerne her damit. Auch natürlich für euch. Derzeitig lade ich viele Exklusivvideos für die Mitglieder hoch, weil ich wirklich noch so viel im Petto habe und einfach um mich auch zu bedanken in diesen Zeiten, dass ihr einfach bei mir seid und mich unterstützt mit jedem Anschauen der Videos. Vielen herzlichen Dank dafür und alles, was du zur Mitgliedschaft wissen musst, findest du unten unter diesem Video. Ich werde jetzt diese leckeren Bawasakis mit meiner Familie genießen und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen weiterer Videos, die ich euch jetzt hier nochmal eben auf dem Bildschirm einblende. Ganz herzliche Grüße, passt gut auf euch auf. Eure Emma.